Herr Kramer hat einen Pflegeantrag gestellt. Um den entsprechenden Pflegegrad zu ermitteln, bewertet unser Gutachter, inwieweit Herr Kramer eingeschränkt ist. Er betrachtet dazu 6 verschiedene Lebensbereiche und vergibt Punkte. Je stärker Herr Kramer beeinträchtigt ist, desto mehr Punkte erhält er. In Modul 5 geht es um den selbstständigen Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen. Unser Gutachter prüft, ob Herr Kramer eine verordnete Maßnahme, beispielsweise die Einnahme von Medikamenten, selbstständig durchführen kann oder ob er dabei Hilfe benötigt. Körperliche und geistige Fähigkeiten werden dabei gleichermaßen berücksichtigt. Ein Beispiel: Rein körperlich gesehen ist Herr Kramer in der Lage, die verschriebenen Medikamente selbstständig einzunehmen. Doch aufgrund seiner Demenz bringt er die Dosierung durcheinander und hält die Zeiten nicht ein. Seine Tochter Mona muss ihm bei der Einnahme der Medikamente mehrmals am Tag helfen. Die Häufigkeit der personellen Unterstützung wird von unserem Gutachter entsprechend berücksichtigt. Dabei spielt es keine Rolle, von wem die Hilfe geleistet wird. Wichtig ist nur, wie oft Herr Kramer Hilfe braucht. Unser Gutachter bewertet auch den selbstständigen Umgang mit sogenannten körpernahen Hilfsmitteln wie Hörgeräten, Kompressionsstrümpfen oder einer Brille. Frau Schneider benötigt zum Beispiel Hilfe beim Auf- und Absetzen der Brille und erhält dafür Punkte. Die bloße Reinigung des Hilfsmittels wird jedoch nicht berücksichtigt. Auch Eva erhält in Modul 5 Punkte. Denn zu Hause führt ihre Mutter Übungen mit ihr durch, die ihnen der Therapeut gezeigt hat. Kommt der Therapeut stattdessen nach Hause, gibt es keine Punkte. Selbiges gilt für Arztbesuche. Wenn Eva regelmäßig in die Praxis gebracht werden muss, bekommt sie dafür Punkte. Kommt der Arzt nach Hause, gibt es keine Punkte. In Modul 5 geht es auch um die Messung und Deutung von Körperzuständen. Diese Maßnahmen werden jedoch nur dann erfasst, wenn sie für die pflegebedürftige Person eine unmittelbare Konsequenz nach sich ziehen. Ein Beispiel: Der Pflegedienst misst mehrmals am Tag den Blutzucker von Frau Schmitz. Der ermittelte Wert ist ausschlaggebend für die verabreichte Dosis Insulin. Das Blutzuckermessen hat also eine direkte Konsequenz auf die Behandlung von Frau Schmitz, weshalb sie für dieses Kriterium Punkte erhält. Anders verhält es sich bei Herrn Kramer. Regelmäßig misst Tochter Mona seinen Blutdruck und schildert die Ergebnisse beim monatlichen Arztbesuch. Eine direkte Konsequenz ergibt sich aus dem Blutdruckmessen aber nicht und Herr Kramer erhält für dieses Kriterium deshalb keine Punkte. Die Punkte, die Herr Kramer in Modul 5 erhält, fließen später mit einer Gewichtung von 20% in die Gesamtsumme ein.